Hallo zusammen, ich bin es wieder, Eri, und ich habe ein neues K-Pop-Reaction-Video für euch. Und dieses Mal kommt eine Gruppe, die wirklich schon lange existiert, die legendär ist und die einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, weil sie ist eigentlich meine erste K-Pop-Gruppe gewesen und mein erstes Fandom, zu dem ich dazugehört habe, als Elf. Und alle, die sich mit K-Pop auskennen, wissen, wenn man ein Elf ist, dann geht es um eine Gruppe und zwar um Super Junior. Super Junior sind seit 2005 im K-Pop, damals noch mit 13 Bandmitgliedern. Mittlerweile sind es leider nicht mehr so viele, aus diversen Gründen. Aber Super Junior waren eigentlich eine der großen K-Pop Boybands. Sie waren eigentlich so die Könige des Hallyus zusammen mit anderen großen Bands wie Dobangsiki oder SHINee. Und sie gehören eigentlich zu der zweiten Generation von K-Pop Idols. Und ja, wer, sag ich mal, ab ungefähr 2009, 10 sich mit K-Pop auskennt, weiß, dass Super Junior wirklich da so 3, 4 Jahre lang sehr, sehr dominant waren und wirklich K-Pop nach vorne gebracht haben, K-Pop international auch gemacht haben. Also sie waren eigentlich wirklich die großen Vorreiter des K-Pops, wo sie jetzt ein bisschen abgelöst wurden von neueren Bands. Aber ohne unter anderem Super Junior wären viele neue junge Bands wie auch EXO, Blackpink oder BTS nie so weit gekommen, weil Super Junior wirklich sehr, sehr viel dafür damals getan haben, zusammen mit den Idols ihrer Generation. Mittlerweile sind die Jungs schon alle über 30. Sie sind teilweise noch im Militärdienst. Beziehungsweise eigentlich nur ein einziger, nämlich Kirjan. Oh, mein Bias, Kirjan ist noch im Militärdienst. Und ich versuche die ganze Zeit ruhig zu bleiben, weil Super Junior für mich wirklich, das ist meine erste große K-Pop-Liebe sozusagen. Und Kirjan ist mein absoluter Bias. Und ich mag Donghae so sehr und eigentlich, ich mag einfach Super Junior und ich versuche die ganze Zeit so, naja, du bist jetzt erwachsen. Du darfst nicht mehr da abdriften. Das ist irgendwie deine andere Identität. Es gibt eine Vor-BTS-Zeit. Und ich versuche wirklich nicht ins Fangirl abzudriften, aber es geht eigentlich nicht. Scheiß drauf. Super Junior haben ihr Comeback. Meine Güte, endlich hatten sie ihr Comeback wieder. Oh, und seitdem sie wieder regelmäßig Comebacks haben, seitdem die 86er-Line wieder dabei sind, das heißt Shimon, Donghae, Inhyuk und theoretisch auch Songmin, seitdem ist einfach irgendwie alles ein bisschen langsamer, aber trotzdem mehr Super Junior. Also Super Junior haben viel, viel mehr Kontrolle über ihr Tun und Handeln bekommen, was, wenn man bedenkt, wie lange die Jungs schon dabei sind, echt so, so spät ist. Das ist schon krass, so 13 Jahre lang wurden sie immer gelenkt und das hat man sehr gemerkt. Also wenn man so dieses typische K-Pop und K-Pop-Industrie erleben will oder nachvollziehen will, dann muss man eigentlich sich Material von Super Junior angucken, weil da merkt man, so war der K-Pop ursprünglich gedacht und geplant. Und deswegen sind auch neuere Bewegungen, wie zum Beispiel BTS oder Pentagon, die selbstständig arbeiten, die selber schreiben, ihre eigenen Gedanken wirklich auf Papier bringen und musizieren und auch einfach ihren eigenen Kopf haben. Warum das alles so besonders ist, merkt man erst, wenn man so Bands wie Super Junior einfach dagegen hält. Und das heißt nicht, dass Super Junior schlechter sind, aber sie stammen einfach aus einer anderen Generation. Und selbst bis heute sind sie nicht wirklich frei. Für mich ganz schlimm Songmin. Songmin hat geheiratet vor einigen Jahren. Seitdem ist Songmin bei keinem einzigen Comeback mehr dabei. Und das ist so, so kacke. Oh, da blutet mein Herz und da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für, weil das nicht so sehr vom Unternehmen ausgeht, sondern von den koreanischen Fans. Und ich finde das einfach irgendwie verwerflich, dass Fans so viel mitbestimmen können, dass sie das Leben ihrer Künstler so beeinflussen können. Und deswegen hat für mich jedes Super Junior Comeback eigentlich so einen negativen Touch, weil ich immer denke, Songmin sollte dabei sein, aber er ist nicht dabei. Das letzte Comeback habe ich nicht so beachtet, weil eben die Geschichte mit Songmin. Das davor, Black Suit, da habe ich tatsächlich ein Reaction-Video, das ich aber allerdings noch nicht bearbeitet habe, bis heute nicht. Vielleicht schaffe ich es jetzt endlich, das mal zu schneiden. Aber seit ihrem letzten Comeback, wo das Lied Lo Siento hieß,
haben Super Junior eigentlich angefangen, sehr viel Latin Music in ihren Stil mit reinzunehmen. Und das finde ich eigentlich cool, weil das sind so zwei Genres, die speziell sind, aber doch sehr eigen, aber unglaublich bereichernd, also K-Pop und Latin Pop. Und das haben sie auch bei ihrem neuen Musikvideo gemacht, das heißt Otra Vez, beziehungsweise One More Time. Und sie haben zusammen mit einem mexikanischen Künstler beziehungsweise einer mexikanischen Band, nämlich Reek, dieses Musikvideo und auch den Track dazu produziert. Und ich bin jetzt wirklich einfach super neugierig, was Super Junior gemacht haben. Und ich muss gleich sagen, egal was ist, Super Junior sind legendär, ist darf meine Meinung nicht ändern. Super Junior sind toll. Wir akzeptieren alles, was Super Junior machen. Es ist einfach so. Sie sind Legenden. Oh Gott, ich darf. Aha, das sind also Rick. Oh, Yogi! Shiwan, das hat sich einfach nichts geändert. Shiwan ist immer das Zentrum und fängt immer an. Was hat der für eine sonnengebräunte Haut bekommen? Oh, Donge! Oh Gott, ich Donge. Oh mein Gott. Oh, Donge. Oh Gott. Oh, okay. Oh Gott, da kommen so alte Erinnerungen hoch. Ja, egal was ist, das gefällt mir schon. Oh nein. Oh, Jörg. Tut dir doch nicht weh. Oh, Jesus. Oh mein Gott, das passt so gut zusammen. Das passt wirklich gut zusammen. K-Pop und Latin Pop. Schön. Oh, Enya Kiss. Immer noch. Dancing Machine. Oh, Shindong hat wirklich was zu singen. Oh mein Gott. Nach 13 Jahren. Ich hätte nicht gedacht, dass diese kurzen Haare an New York so gut aussehen. Donge, oh mein Gott. Du Scheiße. Oh. Oh mein Gott. Also ich mochte Black Suit nicht so sehr. Deswegen dachte ich schon, es hat aufgehört mit meinem Elf-Dasein und jetzt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mag ja Reggaeton eigentlich sehr gerne. Und ich finde, das passt so gut zusammen. Es sind so zwei Stilrichtungen, die ich halt total mag. Das lateinamerikanische, beziehungsweise halt hier Mexican Pop und dann K-Pop. Oh mein Gott, da kommt für mich einfach so das Beste irgendwie so zusammen. Das ist so schön. Oh mein Gott, das ist so schön. Oh nein, ich dachte, ich bin drüber weg, aber ich bin nicht drüber weg. Donge, I-Donge sieht so gut aus. Oh mein Gott, wie alt ist er denn jetzt? 32? Besser kann er nicht aussehen. Ich meine, alle. Ich finde es schön, dass Heatchild drin ist, obwohl er offiziell ja nicht bei diesem Comeback mit dabei ist, aber trotzdem haben sie ihn reingeschnitten. Sie sind halt einfach jetzt schon älter, sie sind jetzt schon länger dabei und sie haben ihren Teil für die Industrie getan. Mit über 30, ich meine, kann man einfach nicht mehr so tanzen wie früher und ich finde es halt immer noch super beeindruckend, dass Boybands wie Super Junior, aber auch ältere wie zum Beispiel Shinhwa, dass sie immer noch tanzen und so ziemlich temporeich. Und ich finde das gut, dass sie hier das aber auch gemischt haben, dass es einfach
an sie angepasst wurde. Es ist irgendwie so jetzt ein Genre vielleicht oder vielleicht auch nur dieser Stil hier, der sowohl zu den Stimmen gut passt, also zu Ryo und Yesongs Gesang, und aber auch der Tanz eben sozusagen nicht zu kompliziert, aber trotzdem irgendwie graziert ist. Und trotzdem alles irgendwie so zusammenfällt, einen schönen Beat hat. Und ich finde auch, Rake wurden sehr, sehr gut hineingespielt. Also es ist nicht so, irgendwo sind praktisch die Mexikaner, auf der anderen Seite sind dann die Koreaner, sondern es war wirklich so zusammen eine Einheit und das finde ich gerade richtig, richtig toll. Es ist einfach nicht so abgeschnitten und man hat nur kollaboriert, damit man praktisch sich so verkaufen kann, sondern es sieht halt wirklich wie eine Einheit aus in diesem Musikvideo. Oh Mann, ich bin gerade so stolz. Mein Elfherz schlägt so stark. Ich muss es nochmal angucken, einfach weil es schön ist. Sie sind halt immer noch die Könige. Es ist halt nach all den Jahren natürlich. Ja, und Drake passen hier richtig gut mit rein. Wurden schön in Szene gestellt. Und Donghae mit diesen langen Haaren. Und Shimon, oh mein Gott. Oh, Donghae, was mache ich nur? So schön geschminkt, die Augen, oh mein Gott. Und oh, ich finde, die Gitarre passt so schön rein. Und auch der Klamottenstil ist so absolut moderner Mariachi-Style. Was halt jetzt auch total in ist, aber es ist halt hier wirklich schön zusammengesetzt. Ja, Mann, die Klamotten sind so toll auf beiden Seiten. Aber natürlich Super Junior sehen richtig gut drin aus. Dieser koreanische Chic. Und dann dieser Ethno-Style. Und Heechul ist halt trotzdem drin wie der absolute Boss, natürlich. Hinem. Oh mein Inyoki. Er hat es halt immer noch so drauf. Auch wenn es viel subtiler ist. Oh, Ryuk. Oh, wie habe ich ihn vermisst? Oh Gott, diese Aufnahmen. Oh, ich muss diese Nahaufnahmen nochmal angucken. Entschuldigung. Das ist so typisch Super Junior, diese Nahaufnahmen. Das haben sie früher auch gehabt am Ende. Dann, wenn sie alle nochmal ganz schnell hintereinander eine Aufnahme. Das ist so toll. Oh mein Gott, das ist so toll. Sie sind immer noch. Oh Gott. Oh, sorry. Oh mein Gott. Ja, jeder einzelne. Oh, ja. Ja. Wer hätte gedacht, dass Koreanisch und Spanisch so gut zusammenpassen, dass K-Pop und Latin Mexican Pop so gut zusammenpassen. Es passt richtig gut und dass die koreanische Sprache so schön mit dieser Idee von mexikanisch-lateinamerikanischen Klängen und Gitarrenspiel so gut zusammenpassen. Wer hätte das gedacht? Das passt so gut, es ergänzt sich so gut. Oh mein Gott, ich hätte es nicht gedacht. Ich war super skeptisch. Ich war skeptisch und wollte es nicht zugeben. Und ich bin so froh, dass ich es mir angeschaut habe. Ich fand's toll. Aber ich muss auch sagen, ich bin halt super nostalgisch in dem Moment geworden. Es ist einfach so viel Erinnerungen an Super Junior sind zurückgekommen. Sie eröffnen gerade auch wieder neue Möglichkeiten, neue Stilrichtungen. Und das darf man nicht verpassen, gerade wenn man vielleicht nicht so den reinen K-Pop mag, ist das ja richtig cool, dass es so ein Genre-Mix ist. Und dann würde ich hier One More Time, Otra Vez von Super Junior und Rake wirklich, wirklich empfehlen.
Und ich habe gerade so Lust bekommen, noch mehr anzugucken. Deshalb beenden wir das Video hier, weil ich brauche gerade Zeit für mich selbst. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Reaction-Video gehabt. Ich hoffe, ihr guckt auch auf jeden Fall rein. Nein, ihr müsst reingucken. Ihr müsst es euch angucken, einfach mir zuliebe. Wenn ich euch jetzt mit diesem K-Pop Reaction-Video nicht vergrault habe, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!